Unsere Kunden sind hauptsächlich größere Holzbauer, wie auch kleine Zimmereibetriebe. Durch die WMS 120 sind wir sehr flexibel. Man kann ja mit relativ wenig Personal relativ viel fertigen. Wir haben uns dazu entschieden, die Holzbau-Elementbauweise mit anzubieten, weil wir quasi uns als Abbundzentrum, als Komplettanbieter sehen. Also von dem Aufmaß vor Ort über die Werkplanung, über den Lohnabbund bis zur Elementfertigung. Vor 10 Jahren waren wir so die klassische Zimmerei, Dachstuhlbau, Carports, Dachsanierung, mal eine Dachgaube einbauen. Im Jahr 2020 kam dann die erste Weimanbrücke mit 2 Tischen. Leider ist diese Brücke dann nach ungefähr 4 Wochen verbrannt mit den sämtlichen 3 Hallen drumherum. Wir haben dann 2021 durch den Neubau ein Abbundzentrum gegründet, um quasi dann in dem Abbundzentrum neben Lohnabbund auch die Elementfertigung anzubieten, unseren Kunden, und haben dann uns quasi wieder 2 Abbundanlagen angeschafft, haben da etwas erweitert, haben uns von der Firma Weimann eine 3-Tischanlage angeschafft mit der Weimanbrücke und einer Isocell-Dämmstoffbrücke. Die Vorteile sind hauptsächlich die Maßgenauigkeit durch das Einstellen am Bandmaß, durch die Pressen. Dadurch ist der Sparren immer schön gerade. Und was ja auch sehr wichtig ist bei dem Dachelement, dass es dann beim Verlegen auch passt. Es sind halt ergonomische Arbeitsplätze. Wir können Wandelemente bis über 3,60 Meter Höhe fertigen. Wir können eigentlich sämtliche Holzwerkstoffe verarbeiten. Wir können sämtliche Dämmstoffe einsetzen und sind natürlich sehr flexibel, was wir natürlich auch müssen, weil halt, wie gesagt, jeder Holzbaukunde hat halt ja, teilweise unterschiedliche Wandaufbauten und die müssen wir ja dann ausführen mit der Maschine. Die Herausforderung bei der automatischen Fertigung oder Vorelementierung ist, dass einfach der Materialfluss passt, die ganzen Produktionsprozesse passen, über die Logistik. Das ist halt, ja, das muss halt ineinander spielen. Der Bedarf ist sehr hoch, weil die Holzbauquote steigt. Die Holzrahmenbauweise wird halt immer beliebter. Und mittlerweile ist ja so, dass dann Zimmereibetriebe, die, ich sag mal, früher den klassischen Dachstuhl gebaut haben, nun auf einmal auch Häuser bauen in Holzrahmenbauweise. Und Firmen, die vielleicht früher Häuser gebaut haben, jetzt auch größere Projekte entwickeln. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das eventuell dann weiter ausbaut. Also wenn die Nachfrage so hoch bleibt, wie sie derzeit ist, kann ich mir das gut vorstellen, ja.